Irgendwo da draußen, weit jenseits der Planeten, jenseits des letzten bekannten Objekts, das noch von der Schwerkraft unserer Sonne gehalten wird, fliegt Voyager 1, ein kleines Stück Menschheit, durch die Dunkelheit. Es sendet noch, schwach, aber stetig. Ein Signal, das inzwischen fast einen ganzen Tag braucht, um die Erde zu erreichen. Kein Mensch wird Voyager 1 jemals einholen. Kein anderes Raumfahrzeug ist so weit entfernt. Die Sonde ist allein, in einem Ausmaß, das sich kaum in Vorstellungen fassen lässt. Im November 2026 erreicht Voyager 1 einen historischen Meilenstein. Dann wird ihr Abstand zur Erde einem ganzen Lichttag entsprechen. Ein Funksignal braucht etwa 24 Stunden, um die Sonde zu erreichen, und ebenso lange für die Antwort zurück. Jede Kommunikation mit Voyager wird damit endgültig zu einem Gespräch über Tage. Die Entfernung zwischen Erde und Voyager 1 wird dann ungefähr 26 Milliarden Kilometer betragen. Um sich diese Zahl vor Augen zu führen, selbst Licht, das schnellste, was es im Universum gibt, braucht für diese Strecke etwa einen ganzen Tag. Voyager 1 ist damit nicht nur das fernste Objekt, das die Menschheit je gebaut hat, sondern eines, das sich bereits außerhalb des Einflussbereichs der Sonne bewegt. Wenn dich solche Reisen durch Raum und Zeit interessieren, abonniere Weltraumwissen. Die Raumsonde Voyager 1 startete im Spätsommer 1977, wenige Wochen nach ihrer Schwestersonde Voyager 2. Beide Missionen nutzten eine seltene Konstellation der äußeren Planeten, die es ermöglichte, mit sogenannten Swing-by-Manövern von einem Planeten zum nächsten zu fliegen, ohne nennenswerten eigenen Treibstoff einzusetzen. Diese Anordnung von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun wiederholt sich nur etwa alle 175 Jahre. Ein schmales Zeitfenster in kosmischen Maßstäben. Ursprünglich war Voyager 1 für die Erforschung von Jupiter und Saturn vorgesehen. Sie lieferte damals Bilder und Messdaten, die das Verständnis dieser Gasriesen grundlegend veränderten. Vulkanismus auf Jupiters Mond Io, die Struktur der Saturnringe in bislang unbekannter Detailtiefe, atmosphärische Strömungen in einer Klarheit, die kein Teleskop von der Erde aus erreichen konnte. Doch nach dem Vorbeiflug an Saturn Ende 1980 war die planetare Mission beendet. Was folgte, war kein geplantes Kapitel. Es war eine Verlängerung ins Ungewisse. Die NASA gab der Sonde eine neue Aufgabe: weiterfliegen, so weit wie möglich, hinaus aus dem Einflussbereich der Sonne. Niemand wusste damals genau, wo dieser Einfluss endet. Niemand wusste, wie lange die Sonde durchhalten würde. Und niemand konnte vorhersagen, was sie dort draußen finden würde. Um zu verstehen, was Voyager 1 auf ihrem Weg durchquert hat, muss man sich die Umgebung unserer Sonne als eine Art Blase vorstellen. Die Sonne schleudert ununterbrochen geladene Teilchen in alle Richtungen, den sogenannten Sonnenwind. Dieser Strom aus Protonen und Elektronen bewegt sich mit mehreren hundert Kilometern pro Sekunde nach außen und formt dabei eine riesige Region, in der die Sonne das bestimmende physikalische Element ist, die Heliosphäre. Am Rand dieser Blase trifft der Sonnenwind auf das interstellare Medium, das extrem dünne Gas und die Magnetfelder, die den Raum zwischen den Sternen durchziehen. An dieser Grenze verlangsamt sich der Sonnenwind, wird gestaucht und schließlich gestoppt. Diese Übergangszone heißt Heliopause. Es ist keine scharfe Linie, aber eine messbare Grenze. Diesseits dominiert der Einfluss der Sonne, jenseits übernehmen die Bedingungen der Milchstraße. Die Sonde Voyager 1 erreichte diese Grenze nach über 35 Jahren Flugzeit. Die Instrumente an Bord registrierten einen deutlichen Rückgang solarer Teilchen und gleichzeitig einen starken Anstieg kosmischer Strahlung aus den Tiefen der Galaxie. Der Übergang war überraschend klar, deutlicher, als viele Modelle es vorhergesagt hatten. Wissenschaftler hatten erwartet, eine breite, unscharfe Übergangszone vorzufinden, in der sich solare und interstellare Einflüsse langsam vermischen. Stattdessen zeigte sich eine relativ schmale Region, in der sich die Bedingungen rasch änderten. Mit dieser klaren Messung war endgültig bewiesen, Voyager hatte die Grenze unseres Sonnensystems überschritten. Dass diese Daten überhaupt die Erde erreichen, ist für sich genommen bemerkenswert. Voyager 1 sendet mit einer Leistung von etwa 23 Watt weniger als eine gewöhnliche Glühbirne. Ihr Signal ist, wenn es nach Milliarden von Kilometern die Erde erreicht, unvorstellbar scharf.
schwach. Um es aufzufangen, nutzt die NASA das Deep Space Network, ein weltweites System riesiger Parabolantennen mit Standorten in Kalifornien, Spanien und Australien. Diese Antennen, manche mit einem Durchmesser von 70 Metern, sind so empfindlich, dass sie Signale empfangen können, die schwächer sind als ein Billardstel Watt. Die Datenrate, mit der Voyager sendet, liegt bei etwa 160 Bit pro Sekunde. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Internetverbindung überträgt mehrere Millionen Bit pro Sekunde. Was Voyager in Stunden überträgt, wäre über eine heutige Verbindung in Sekundenbruchteilen erledigt. Und doch reicht diese schmale Verbindung, um wissenschaftlich verwertbare Daten zur Erde zu schicken, ein Zeugnis der Ingenieurskunst, die in den 1970er Jahren die Grundlage für diese Mission legte. Die wachsende Signallaufzeit verändert auch den Charakter der Kommunikation. Jede Anweisung, jedes Kommando muss lange im Voraus geplant werden. Es gibt keinen Raum für spontane Reaktionen. Die Ingenieure auf der Erde arbeiten mit einer Sonde, deren Zustand sie erst Stunden später erfahren. Es ist eine Form der Zusammenarbeit, die Geduld verlangt und Vertrauen in Systeme, die seit Jahrzehnten ohne Wartung arbeiten. Die Energie, die Voyager 1 am Leben hält, stammt aus 3 Radioisotopengeneratoren. Sie wandeln die Wärme des radioaktiven Zerfalls von Plutonium-238 in elektrische Energie um. Dieser Prozess läuft seit dem Start, aber die Leistung nimmt stetig ab, jedes Jahr um einige Watt. Bei ihrem Start erzeugte die Sonde rund 470 Watt. Inzwischen sind es weniger als 200. Um die verbleibende Energie möglichst lange zu strecken, schaltet die NASA seit Jahren gezielt einzelne Systeme und Instrumente ab. Heizelemente, die einst empfindliche Bauteile vor der Kälte des Weltraums schützten, wurden deaktiviert. Wissenschaftliche Instrumente, die nicht mehr zwingend benötigt werden, wurden in den Ruhezustand versetzt. Was bleibt, ist das Nötigste: ein Sender, ein Empfänger und die wenigen verbleibenden Instrumente, die noch Daten über Teilchen und Magnetfelder liefern. Dieser Prozess ist nicht dramatisch. Er vollzieht sich langsam über Jahre. Es ist ein schrittweiser Rückzug, wie ein Licht, das nicht plötzlich erlischt, sondern allmählich schwächer wird. Die Ingenieure rechnen damit, dass irgendwann in den frühen 2030er Jahren nicht mehr genug Energie vorhanden sein wird, um ein einziges Instrument zu betreiben. Dann wird Voyager 1 verstummen. Nicht, weil etwas kaputt geht, sondern weil die Physik es so vorgibt. Doch selbst nach dem letzten Signal wird Voyager 1 nicht aufhören zu existieren. Im Vakuum des interstellaren Raums gibt es keine Reibung, keinen Widerstand. Die Sonde wird mit ihrer gegenwärtigen Geschwindigkeit von rund 61.000 Kilometern pro Stunde einfach weiterfliegen. Ohne Antrieb, ohne Ziel, ohne Zeitgrenze. In etwa 40.000 Jahren wird sie sich einem anderen Stern nähern, Gliese 445, einem roten Zwerg im Sternbild Giraffe. Doch nähern bedeutet in kosmischen Maßstäben etwas anderes als im Alltag. Sie wird den Stern in einer Entfernung passieren, die noch immer in Lichtjahren gemessen wird. Eine Begegnung, die kein Teleskop je beobachten wird. Statistisch gesehen wird Voyager im Laufe der Jahrtausende immer wieder in die lose Nachbarschaft anderer Sterne geraten und jedes Mal lautlos an ihnen vorüberziehen. Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einem Stern oder einem Planeten ist so gering, dass die Sonde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Milchstraße überdauern wird, wie sie heute ist. An Bord befindet sich die sogenannte Golden Record, eine vergoldete Kupferscheibe mit Klängen, Bildern und Grüßen von der Erde, Naturgeräusche, Musik verschiedener Kulturen, gesprochene Botschaften in 55 Sprachen. Diese Platte war nie als realistisches Kommunikationsmittel gedacht. Sie ist ein Symbol. Ein Versuch, etwas von dem festzuhalten, was die Menschheit einmal war, für den Fall, dass irgendetwas oder irgendjemand die Sonde eines Tages findet. Ob das jemals geschieht, ist unwahrscheinlich. Der Raum zwischen den Sternen ist unfassbar leer, aber die Platte existiert. Und solange Voyager existiert, trägt sie ein Stück Erde mit sich durch eine Dunkelheit, die kein Mensch je sehen wird.
Voyager 1 war nie dafür gebaut, so lange zu überleben. Ihre Mission hätte nach wenigen Jahren enden können. Stattdessen wurde sie zu etwas, das über die Wissenschaft hinausgeht. Ein Beweis dafür, dass es möglich ist, den eigenen Ursprung zu verlassen und weiterzugehen, nicht mit Kraft, sondern mit Ausdauer. Irgendwann wird das letzte Signal kommen. Die Ingenieure werden es empfangen, auswerten, archivieren und dann wird es still. Nicht auf einmal, sondern nach und nach. Die Frequenzen werden leiser, die Daten dünner, bis nichts mehr ankommt. Kein Abschied, kein letztes Wort. Nur eine wachsende Stille, die mit jedem Kilometer größer wird. Und dann fliegt Voyager weiter. Ohne Auftrag, ohne Zuhörer, ohne Wiederkehr. Ein kleines Stück Metall und Silizium, das einmal gebaut wurde, um Fragen zu stellen. Und das jetzt, ganz leise, selbst zu einer Antwort geworden ist. Wenn dich solche Geschichten aus den Tiefen des Universums interessieren, Geschichten über Raumsonden, kosmische Grenzen und die Fragen, die sie über uns selbst aufwerfen, dann findest du hier auf dem Kanal regelmäßig neue Videos dazu. Wenn du diese Reise weiter begleiten möchtest, abonniere den Kanal Weltraumwissen.